Vāgīṣajasya vadane Lakshmirjasya ca vakṣashi Yasyāste hridaya sambhit Tvam nishingamaham bhaje Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Tamadidevam Purusho Puranam Tamalvarnam Suhitavataram Apar Sangsar Samundra Setum Bhajamahe Bhagavato Sarupam Yam Ravayannamanapetamapetakritvam Daipayana Virahaka Tarvajihava Putreti Tanmayataya Taravo Vinedam Tang Sarvabhuta Hidayam Munimana Tasmi Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Tvam Bhakti Yoga Paribhavita Hissaro Jvasase Tvam Bhakti Yoga Paribhavita Hissaro Jvasase Sutekshita patanonanato pungsam Jajjad dhiyata urgaya vibhavayati Tattadavapu pranayase sadano grahayo Tvam bhakti yoga paribhavita hissaro jo asase Sutekshita patanonanato pungsam Jajjad dhiyata urgaya vibhavayati Tattadavapu pranayase sadano grahayo. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur, Prabhupada told, der hat uns gesagt, dass Gurudev transparentes Medium ist, durch das wir wirklich Zugang zur spirituellen Welt haben. Und wir können nun alles sehen, durch die Brille von Gurudev. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sagt uns, dass Gurudev derjenige ist, das SatGuru, durch den du, es wird transzendentales Brillenglas, ein Medium, wo du durch das, was du schauen kannst, und du hast dann wirklich Zugang in die spirituelle Welt und du kannst sehen, was dort vor sich geht. So, die Hauptmeditation von uns ist, uns zu konzentrieren auf den Gurudev. Wenn du das machst und Seva zu deinem Gurudev, nachher wirst du vorfinden, dass nach einer gewissen Zeit Harinam sich öffnet und die ganzen Lilas, die werden zu dir kommen. Der Vers ist vom Chaitanya Charitamrita, Guru Charan Seva. Guru Charan Seva und Krishna Seva ist dasselbe. Es ist nicht verschieden. SatGuru, man spricht von einem SatGuru. Normale Leute können es nicht verstehen. So Gurudev, SatGuru ist derjenige, was Seva ununterbrochen leistet, 24 Stunden,
ohne so wie Honig fließt, ohne irgendeine Unterbrechung. Seva continuously, 24 hours, is called SatGuru. So, das ist das SatGuru. Actually, one point coming, that how to understand who is SatGuru, who is not, that is big problem. Wer ist SatGuru und wer nicht? Wie kann man das verstehen? Gestern war ein verwirrender Punkt. The enlightening character, idealism of Guru Padma can give me inspiration to engage in Seva continuously. So Gurudev gibt mir den Eintritt in Seva, zu Seva. Die Spezialität von einem SatGuru ist, dass er wirklich einen Stempel in der Herzen gibt, Inspiration, eine innerliche, um Seva zu machen. So, wer ist SatGuru, wer nicht? Srila Prabhupada sagt viele Symptome, was ein SatGuru ausmacht, aber trotzdem 100%, um das zu realisieren, ist schwierig. So, als erstes musst du wirklich ernsthafter Schüler werden. Wenn ihn zum Beispiel Schüler fragen oder Devotees, wie kann man wissen, wer wirklich ein spezieller Devotee ist, wer nicht, wohin, von wem kann man hören, von wem nicht, was für Gemeinschaft soll man haben, was für Gemeinschaft nicht. Und dann sagt er, weil er das gehört von seinem Gurudev, wenn du verstehen willst, wer wirklich ein Guru ist und wer nicht, es ist kein Kritisieren, aber wir wollen uns selber schützen, das ist wichtig. Also du hast kein Recht, über irgendwen was zu sprechen. SatGuru hat das Recht. Die können die Defekte auslöschen. Die haben das Recht zu sprechen und eben Fehler aufzuzeigen. Wenn die nicht sprechen würden, nachher wird alles kollabieren. So viele Leute haben Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta komplett missverstanden. Sie haben sich gedacht, er ist eine Person, der was ständig kritisiert. Aber Prabhupada hat so ein sanftes Herz. Er will niemanden kritisieren. Aber er will einfach aufzeigen, wie vorsichtig man sein muss. Weil reine Bhakti ist nicht so leicht zum haben. Da gibt es eben viel am Markt, was er eben beseitigen muss davor. Da sagt er, geh nicht dorthin, geh nicht dahin. Also normalerweise kann man das ganz einfach wie ein Baby kann das verstehen. Atma vasyamidam yat kinchi jagat jagyam. So viele Seelen sind in dem Universum. Und jetzt hat man wirklich das Glück, die menschliche Form. Nidya malam sudulavam dum kurnakarva. Nideha madhyam sulam sudalavam guru karanam. Now you have the chance to get this human body. Not only that, but also you are so lucky that Brahmanda Bhamita Kono Bhagavanji, Guru Krishna. Also wir sind so dass man der menschliche Körper, dass man den hat, das ist so eine goldene Möglichkeit. To meet up your Guru Krishna and getting Harinam, the treasure, the unique treasure, Harinam, Diksha. You have the golden opportunity to sacrifice your life
unto the lotus feet of Sankirtan Pita Gauranga Mahaprabhu. Go on hearing Harikatha, pure Harikatha, go on chanting Harikirtan. So, du sollst einfach, wenn die Möglichkeit kriegst, mit dem SatGuru zusammen zu kommen, nachher chant, mach Kirtan, hör Harikatha. Du hast mit Sicherheit, wenn du das alles machst und dem nachgehst, wirst du erfolgreich sein. Wenn du vielleicht Fehler begehst, Apparat, und wieder verloren gehst irgendwo in der materiellen Welt, so wo kannst du nach dem, wenn das Leben aufgeben hast, wer kann die dann noch finden? Wo ist deine Mutter? Wo ist dein Vater danach? Wo bist du? In was für ein Universum? Wo ist die Seele? Moti means intellect. Two kind. One is chesty moti, one is not chesty, like cross. So, mumuksha motim satim matim vivachati asudeve. If your mati is sati, that means surely you have taken shelter of SatGuru. Otherwise, how your mind is sati, chesty? So, wenn der Geist wirklich kontrolliert ist, nachher, das ist nur wirklich möglich, wenn du beim SatGuru Zuflucht sucht hast. Normalerweise in der Welt, Esha Buddhimatam Manisha Jamanishinam Yat Satyam Amritena Martena Apnete Amritam. Esha Buddhimatam Manisha Jamanishinam Yat Satyam Amritena Neha Martena Apnete. Also wer ist wirklich intelligent? Du hast den Körper gekriegt und nützt die Chance. You are going to get this kind of facility to get Guru Charan. You are thinking about how to get out of this trap of mind. Das ist so selten. Then surely you want to get that nectar which can save you. Du hast gute, du wirst mit Sicherheit rauskommen. Ja, Satyam Amriteneha. 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 Martena apnatiyamritam. Martena. By this mortal body. Also du hast die höchste Chance mit so einem kleinen Einsatz, was geben musst. Der Körper ist für nichts wert schon, aber du hast jetzt den Körper gekriegt und kannst den nützen, um das höchste Ziel zu erreichen. So verpasst die Chance nicht. Wenn du eben schon Harikatha hörst, wenn du chantest, wenn du von einem SatGuru in Kontakt bist, dann wirst du mit Sicherheit Erfolg haben. Wenn du jetzt in den unendlichen Universen verloren wärst, wo kann man die dann finden? So in diesem Monat, im Kartik, das heilige Monat, geht Mutter Yashoda mit dem Gopal zu der Yamuna. Yashoda, sie opfert so viele Lichtlein. Pradip. Und die Yashoda opfert dann die Giwiks, die Lichter, in das Wasser von der Yamuna.
Und Gopal, so der Gopal, der ist schon von allein in das Wasser gegangen dann. Und er leitet dann die Diebs dorthin und dorthin. Die Mutter sagt, wo, was machst du, was machst du? Karkareo. So, er sagt dann, der Krishna, dass es ihm leitet, damit sie überleben. Yashoda denkt sich, oh, mein Sohn hat solche hohen Gedanken. So Krishna, der verschiebt uns eben wie die Lichtlein am Wasser. So du musst ganz frei sein. Und dann haben sie ja, wenn du eben nachgibst, du lässt dich treiben, oder du nimmst an die Lehren von Guru und Vaishnava mit Leichtigkeit nachher und die nicht verkrampfst, dann kannst du ganz leicht rauskommen. So, was für ein Guru kann uns jetzt wirklich inspirieren? Viele Seelen haben verschiedene Konzepte nach ihrem vergangenen Leben. So viele Samskaras, Lebenseindrücke. So, was ist jetzt da der Punkt, an dem man festhalten kann, damit man zur Lösung kommt? So, ohne dass die Seele wirklich ein ganz feuriges Beispiel sieht, der was wirklich lebt im spirituellen Leben. Nachher ging es Inspiration. Und so willst du dann selber anfangen. Chaitanya Mahaprabhu hat den Tempel gereinigt von Gundicha in Puri. Es könnten viele andere es reinigen, irgendwelche Angestellten. Aber Chaitanya selber hat alles gereinigt dort, den Tempel, mit seinen eigenen Händen und seinen Geweihten. So haben dann auch alle anderen Seelen Inspiration gefunden, ihm zu folgen. Und sie haben auch angefangen, den Tempel zu reinigen. Shantam Goswami Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, die alle haben. Ja. You can cry, you cannot stand. You cannot stand, you can dance. Bhakti Seva singing, Madhava singing, all devotees are singing, dancing, and doing Seva, as if one kind of magic spell. So, die Devotees wie Bhakti Puri Goswami Maharaj, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Bharti Maharaj, wenn die alle zu dem Gundicha gegangen sind und das eben gereinigt haben mit Gesang und voll mit Herzen, heutzutage ist das nicht mehr sichtbar. Solche großen Devotees. All die großen Devotees, wo die den Gundicha-Tempel gereinigt haben,
oder eben Parigram gemacht haben in ganz Vrindavan. Was für Stimmung war das? Not that parikram is over, no. Every day, 1 month. Today here parikram, here tent, here the takers prasad, morning time they chant, kirtan, and again proceed for further next forest, another one. Also zu der Zeit sind sie alle mit dem Zelt gegangen, einen Monat. Sind dann überall von Ort zugegangen. Today is Dadasi. Madhavusri was singing, how I can get facility, this is forest area. When you have some chow, dal, we have a stock, but who can cook here? Nobody, when there is no village visible, long distance, we have to go. Those devotees without prasadam cannot move. Then Madhavusri was stand in one rock and speak. Who among you? So Madhav Goswami Maharaj war dann in einer Gegend, wo es keine Möglichkeit gegeben hat, dass sie Prasadam zu sich nehmen. So, die haben gestern schon gefastet für Ekadasi. Und dieser Madhav Goswami auf einen großen Stein hat sich gestellt und hat gesagt, oh, kann irgendwer Prasadam jetzt kriegen? Oder kann er ihm helfen? So manche, und die schreien dann, oh, ja, ich kann helfen. Und dann kommt einer mit dem Holz, einer mit anderen. Unstable fire, you see, fireplace, oven, they made with stone and everything, they put, started. Within 1.5 hours. Und so haben sie dann innerhalb von 1,5 Stunden haben sie dann gekocht. Ein Sabji für alle. Und Madhav Goswami war total glücklich. So, das ist Inspiration, weil eben der Acharya selber das aufgezeigt hat. So ohne dass du die gleiche Inspiration kriegst von deinem Gurudev, nachher ist dein Link getrennt zu dem. Du musst dieselbe Inspiration kriegen. Then there is no breakage in Guru Parampara. What I mean to say? Why Bhagavad Goswami always wanted to speak this way, scientific way? From your Atma qualities that you could go, you can find this one. All the time Bhagavad Goswami speaking, Niravakara Guru Parampara. There should not be any breakage. Also es soll keine Lücke sein in der Guru Parampara. Aber es ist nie wirklich möglich. Es ist immer eine Unterbrechung. So was macht man dann? Das ist, warum Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Bhava sagt, das ist wichtig, ist Bhagavad Parampara und Mantra Bhagavad Parampara. So, das sind zwei verschiedene Schuhe. So, das ist Mantra Parampara und Bhagavad Parampara. In dem Kali-Zeitalter kannst du nicht wirklich einen Ort finden, wo die Unterbrechung nicht da ist. Aber Mantra Parampara ist da. So, Madhav Goswami getting that kind of fiery inspiration from Gurudev. That's why he can light the candle inside the heart. His candle is lighting. So von dem Guru die Kerze selber brennt in seinem Herzen, der kann dein Herz auch zum Brennen bringen. Und dass sie überall Licht verbreitet wird. So Gurudev kann das verteilen, das Licht vom Feuer, von der Kerze. Andere Herzen immer leuchten. What I wanted to speak is very important. What I wanted to speak
what I wanted to speak is most important, that is, what idealism I like to see, Maharaj. What do you mean by idealism? So, was ist jetzt Idealismus? No. Es sind verschiedene in der Welt nah. We want to see Wir wollen sehen, Bhagavad Seva Bhagavad Seva, effort. Bhagavad Seva vritti. In Sanskrit we see Bhagavad Seva vritti. so die Bhagavad Seva Funktion, You know? Function. You will find non-stop Bhagavad Seva. So, wenn die Bhagavad Vritti wirklich ohne Unterbrechung von Guru und Shiksha Guru ist, dann sei dir sicher, You are the luckiest personality. du bist eine ganz glückliche Person, der was so eine Möglichkeit hat. Follow. There is a point. So, what idealism I want to say, that continuous non-stop seva mood of Guru. That idealism I want to know. There is a secrecy. I should speak in front of you. Otherwise you can So, der wirkliche Idealismus ist der hundertprozentige, can be so many dass dein Guru, dass du dein Guru siehst, der was wirklich 100% in Guru Seva absorbiert ist. can nice, literature. But if we are foolish enough to think, oh, maybe it's idealism. No. There can be so many genius. In world we have seen. Also in der Welt sind auch viele Idealisten oder geniale Leute, geniale Menschen, Wissenschaftler oder ganz egal was. Some devotee put a question, he was bound to put some question. So, und die Devotees haben manchmal gefragt, sein Gurudev, Why you are going to oh take Gurudev, of that Pandit? warum nimmst du die Hilfe von dem Pandit? Actually, in this Und material Gurudev world, sagt, genius people can be there. in der materiellen Welt sind viele mit geniale Leute. Krishna Seva. Ich rufe ihn, um ihn in Krishna Seva zu geben. Vielleicht habe ich nicht so viel Sanskrit-Wissen, Gurudeva had devotion, bhakti, aber ich habe Bhakti im Herzen bei meinem Gurudev, and so ich kann ihn rufen und ihn in Seva so that he can einteilen. some power inside his heart to change his mood, to show dry scholarship. Maybe he can change. So dass er vielleicht dann auch sein Herz ändert. So many scholars, they change their heart in front of Bhava and So viele It is not surprising. Gelehrte haben ihm das Herz schon verändert vor Prabhupada. So that Gurudev speaking, that he is scholar, he is genius. Genius is totally separate thing, and devotion is totally separate thing. Not that So, ob jetzt jemand eine geniale Person ist oder Bhakti, das ist ganz was anderes, ganz verschieden. you can get all the Im Gaura Kishore Das Maharaj findest du alles Wissen in der Welt. I told you, no, many times. Bhava speaking, maybe my Guru Prabhupada is not Srila Prabhupada sagt, oh, vielleicht ist mein but be sure. Any problem there in the sporting world, in the world, Gurudev nicht der große Gelehrter, all is solution. aber für alle Probleme in der Welt hat er eine Lösung. Any problem. Das ist überhaupt kein Problem für ihn. Maybe you cannot find material scholarship in my Guru Prabhupada. Vielleicht kannst du kaum materielles Wissen in ihm List finden. of all scholarship, infinite scholarship available in infinite world. In just form, they are inside the heart of my Guru Prabhupada. I'm sure. Maybe one scholar you can call, he can solve one problem. Another problem So, you can vielleicht kann ein Gelehrter vielleicht ein Problem lösen, das oder das. find solution. Und der andere kann das lösen und der andere kann das lösen. Aber sein Gurudev, sagt Srila Bhaktisiddhanta, mein Gurudev kann alle Probleme lösen. Was ist, das ist eben der Idealismus. That Guru Charan is a transcendental, transparent medium through which I can see
as it is. What do you mean as it is? What do you mean as it is? What is what? There in transcendence. Now you are not looking as it is. You are playing your material by material darshan to see something, to understand something. So what I mean to say, in that case, if we have full Guru if we have full Guru Kripa, so wenn du Guru Kripa hast, in dem Fall siehst du mit klaren Augen. Ohne Brille kann einer nichts sehen. Aber wenn jemand die Brille wieder aufsetzt, dann sieht er ganz scharf wieder. So how I can rectify? I would like to put on glass lens to get exactly so that I can see you properly. So you will have to put always, don't try to make any mistake. If you can understand this point, then be sure you can come out successful. Also wenn du den Punkt verstehst, nachher kannst du erfolgreich sein. Nicht, dass du sagst, oh, du gehst zu einem anderen, weil der versteht Vedanta und dein Gurudev nicht. So, wenn du wirklich Gurudevs Füße hast, sind alle heiligen Flüsse, alle heiligen Orte sind dort vorhanden. Und dort kannst du die ganze Kraft holen, um wirklich klar zu sehen. Those Mayavadi also singing this song, but actually they have no right to sing this song. Mayavadis glorifizieren auch ihren Gurudev. Also gibt es Brajavasi. This way. Brajavasi look, they are singing. So in Bengali we have so many kirtans. Und wir haben auch so viele Lieder in Bengali über Gurudev. Hindi kirtan, so nice kirtan also there. So Guru Charan, you should have your strong affinity unto the lotus feet of SatGuru Charan. If you are not feeling any attraction, So du musst wirklich eine Anziehung zu deinem Gurudev. Wenn du nicht wirklich verstehst die Spezialität von deinem Gurudev und wie selten das ist, very vital point. If you, until and unless you are going to realize the most reality, Sudurna. Guru Charan is Sudurna. How I can say? so was Seltenes, Gurudevs Lotusfüße. Was muss man gemacht haben in seinem letzten Leben, dass man bei solchen Personen wie Bhakti Brahma Purigos Zuflucht suchen kann? Und die Personen, die was wirklich immer mit Krishna in Kontakt sind, mit Krishna sprechen. Und Krishna spricht mit ihm. Mehrmals. So, und die Kraft kriegt man von Guru und Vaishnava. Shiksha Guru und Shiksha Guru ist keine Verschiedenheit. Vielleicht hast du was gelernt von Bhaktivedanta Swami Maharaj. Oder du lernst was von Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj.
Aber Guru Tattva ist eins. Warum macht man stellt man sich vor, dass das getrennt ist, dass das verschiedene Personen sind? Guru Tattva wird nicht in verschiedene Teile aufgeteilt. Guru Tattva ist eins. Und obwohl es in viele verschiedene Personen erscheinen, SatGurus. Many times I discuss, maybe I can discuss this sloka on Guru Charan Sutta Pumsam Suchira Samasya Nam Jasa Suri Veda Atha Tattat Gunana Savarana Kundo Padaravinda Hidesh Yesha. I can discuss this with you. Then you can realize what importance is there. You couldn't realize for a long time you're missing. What to speak about the sloka I started with. First of all I can discuss, then I can go to second point. What that point is? Bhakti yoga paribhavita hitsaro yuvasase shutekshita vatananam pumsam jat jat dhiyata durgaya vibhaveti tat tadavaku pranayasi sadanu grahaya. What is the meaning of this word? Tvam Bhakti Yoga Paribhavita Vidavritsarocha Ashashe Shuteksha Patano Nanata Bumsam Jat Jatiyata Urugaya Vigaya Pavati Tat Tat Guna Vapuran Sadhana Grihaya. Was ist die Bedeutung von dem Vers? Tvam, du, ich sprich über den höchsten Herrn. Merciful in grace and Gauranga, O Krishna, Van Bhakti Yoga Paribhavita Hitsaroja Asase, Shutekshita Patanamana. We know. Nobody can take darshan of your lotus feet. Nobody can get scope to serve your lotus feet. Tvam, keiner kann deine Lotusfüße sehen. Because Yanmai Sajja Suto Si Videsh Vahana Madaha Pramana Naiva Avara Naiva Vidatum Vaitama Kinchana Bhuchara Janmai Sajja Suto Si Videsh Vahana Madaha Pramana Naiva Avidatum Vaitama Kinchana Bhuchara. Nobody can take the darshan. Janmo Aishwarya Suto Bhi. Janmo, you are taking a high. Also du nimmst Geburt, Janma in einer hohen Familie, hast Geburt, Janma. Janmo Aishwarya, you have big appearances to your pantha. Sruto, you have learned man. Sruto means especially I can get meaning that scriptural knowledge. Janma, hohe Geburt, Aishwarya in einer reichen Familie, Shrauta. Janma Aishwarya, Titel Shri, und du bist hast ein schönes Erscheinen. Und das kann die aufgeblasenes Ego geben. So only those who are kinchan, only those who are diskinchan, akinchan. Nur Krishna ist nur von denen angezogen, die was nicht kinchan sein. Das andere Dinge, die helfen alle nicht. Reichtum, Schönheit, Wissen. Jivatma can go ahead and ultimately take darshan of Krishna. There's no other way. Very vital point you should remember, don't forget that Shutekshita Patananata Bumsam. Ignore your Guru Padma. So wenn du dein Gurudev ignorierst, Shutekshita Patananata Nonu Mane Nishchita Meva. There is one procedure. Because Shutekshita Patamin, first you will have to hear through Guru Parampara, Shrauta musst du eben das Shrauta von einem Gurudev hören.
wenn der Ohr wirklich rein ist und das was aufnehmen kann, die Harikata, dass es in der Herz kommt und dass dann eine wirkliche Reaktion stattfindet, nicht, dass es nur ins Ohr reingeht und wieder raus. So dass wenn Harikata ins Herz geht und dort Fruchten empfängt, nachher hast du in Kürze auch den Darshan von Krishna im Herzen. Not that you are not going to hear only you memorize something. No, it's written Sutakshita Patho. Already stamped there. First Sutta, you will have to stand in Guru Parampara and channel to hear all about the Siddhanta Mani. Don't go here and there. Also du musst im Kanal bleiben, da wo es dich wirklich leitet. Du sollst nicht dorthin gehen und dorthin gehen. Aber von der Quelle dann trinken. Cows. So wie in der Venugita eben die Kühe getrunken haben, die Flöte von Krishna. Aber du sollst eben trinken, die Harikata von Guru und Vaishnava mit ganz aufgestellten Ohren. Das ist eine Rasa. Also you have to make your ear a glass. Here, go on here in Harikatha, continuously, non-stop. So ununterbrochen, ohne nicht, dass du jetzt hochst. Lost. No, continuously. Du musst ununterbrochen hören. Nityam Bhagavata Nityam Bhagavata Seva. That day I was discussing from Bhagavatam. Nasta prayasa vadrisha Nasta prayasa vadrisha Nityam Bhagavata Seva. Very important. There should be continuous hearing. Not that you can stop. If you stop, maybe who can say? If you are going to stop your hearing within that gap in Maya, we can enter. Du sollst niemals aufhören zu hören, weil in der Zwischenzeit kann sich ein Maya einschleichen und sie kann die überfallen auf offener Straße. So, du musst immer in dem Schutz sein von Harikata und Vaishnavas. Dann kannst du nicht angegriffen werden. Wir sind nicht interessiert an einer externen Philosophie oder irgendwelche Lectures. Er ist auch kein Universitätsprofessor oder ein Lecturer. Er ist auch kein Sprachbegehrter, so was von ihm kriegen kannst. Wenn ein bisschen ein Guru-Kripa da ist, dann das zeigt uns auf. This way we'll have to depend upon the right source. You'll have to depend upon the right source of your Harikatha. Right source, appropriate source. So, du musst eben bei der richtigen Quelle sitzen. This way, Shutakshita Padanunatha Punsam. Nonumanishita Meva, Nishita Meva. Know it for sure, definitely. That those who are going to, those who want to get Kripa and transcendental world, Also die was in die spirituelle Welt gehen wollen, die müssen Kripa durch Gurudev kriegen. Wenn Bhakti im Herzen ist, according to devotion, what do you mean by according? Devotion can be different. Your devotion can be different from me. I have some special devotion. Maybe he can have some special devotion with Bhava. Bhakti there, you also bring maybe some special there in you, maybe some special in there. So Bhava, because without Bhava, how you are bring Bhakti? Some Bhava must be there, huh? So es muss irgendwas da sein. How you can bring? Ansonsten, wie machst du das? So die Stimmung kann verschieden sein.
Tvam Bhakti Yoga Paribhavida Ritsa Yoja. Ritsa Yoja. When he has special type of bhakti, he is thinking about you this way. Then he can get darshan that way. That Brahman there in Kulabdeep always crying and want to see the darshan of Mahadev. So der Brahmana in Kuladvip, der will den Darshan von Koladev, von Varahadev. Nishingananda Brahmachari, der weint nach Nishingadev, der kriegt den Darshan von Nishingadev. So verschiedene Stimmungen, verschiedene Bhavs. So, Tvam Bhakti Yoga Parivade Saroja Asase. You can become an object of darshan. Hit Saroja Asase. You become an object of darshan. Das bedeutet, dass das according to different kind of bhavas, those devotees they are fostering, taking care of. Mother fostering this baby. Fostering meaning? In Sanskrit, lalan palan. Lalan palan. Lalan palan, no? Is Sanskrit involving also. What kind of bhava you are fostering, you know? Lalan. According to that you can get this. So jeder kann. We can give one example to you. One example is more clear than so many tattva. So I am going to give you an example. So sagt jetzt nicht viel Tattva zu dem, sondern er sagt ein Beispiel von Tulsidas. Der hat Bhajan gemacht in Gyan Gudri. Uddhav, der ist da vor die Gopis gesessen, um Wissen zu kriegen. Another point I'm speaking near Jamuna, near Rasa side there. Ranganath Mandir that side. You cannot know, we don't know where to go. Follow, there one place. Nice place. There Uddhavji wanted to sit very carefully to hear all Bhava from all Gopikas. So Uddhav wollte dort die Stimmung über die Gopis hören. Then near that place, Tulsidaji Maharaj, whose Ishtadev is Ramchandra. Tulsidevs Ishtadev ist Ramchandra, der hat dort Bhajan gemacht, ganz ausgezeichnetes Bhajan. Und Bhagavan ist erschienen vor ihm und hat gesagt, oh Tulsidas, was willst du von mir? Und Tulsidas schaut, oh, so nice, gone mad, oh, you come with Prabhu. But one request I have. What request? I like to see my Ishtadev, Ramchandra. Okay. Also es ist nicht Ramchandra gekommen, es ist Narayan gekommen. Er will den Darshan haben von Ramachandra, von dem Ishtadev. So kannst du bitte kommen in der Form vom Ramchandra, sagt Tulsidas. Und Ramchandra verändert seine Form und hat Bogen, Köcher in die Hände, mit Lakshman und Hanuman. Krishna se tomar, Krishna tomar. We are going to hear Harikatha from Ramananda Sadhu, very nice sadhu. I know. How you can get your spiritual development properly. Whereas Rupa Goswami was speaking, Sajatya rasa snigdha sadhu sanga sadobra. You are not going through. Rasamrisen. Why Rupa Goswami was speaking? Sajati rasa snigdha sadhu sanga sadobra. If you want to get the association of a big sadhu in your sampradaya, then you can get proper nourishment of your stream, the stream in which you are put into. You are in Gaudiya stream now. If you want to hear Harikatha from Ramananda Sadhu, I have no case. So gibt es auch Ramananda Sadhus, die sprechen auch Harikatha, aber es ist für Rupa Nuga Vaishnavas wichtig,
Na, eben, die sollen von der Quelle her, wo im Sajati Rasa Snikta Sadhu Sangha sein. In der richtigen Gesellschaft, mit dem, was dasselbe Herz haben. You cannot confine a sadhu within your country, barrier. So ein Sadhu ist nicht irgendwas, was man auf sein Land bezieht. Der ist international oder der ist überall, ganz egal. Der hilft jedem, der macht keinen Unterschied. Da kannst du nicht sagen, Indian Sadhu oder bengalischer Sadhu. So ist ein wirklicher Sadhu ist international. Er spricht die Gopi-Gita für 5 Minuten und dann hat er aber gesagt, er kann nicht mehr hören, er muss gehen. Radharani ist die Property von den Gaudiya Vaishnavas. So, Ramanandi, wie kann er das Herz von den Gopikas wissen, ohne dass er den Pfad von den Gaudiyas folgt? Depend upon the sloka, follow what I say. So this way, Tulsidas is going to get the son of Krishna Chandra. So Tulsidas, der kriegt jetzt den Darshan von Ramchandra. Exclusive Bhava. So is it wrong? Then Bhakti Yoga Sutekshita Nanata Bhumsam Chajjatvibhaya Vibhati Tat Kurase Tadana Grahayate Sadhu Anugraha Mama Kira Jashutat Paro Bhavat. So, Bhagavan Krishna macht es Lila, um ihm Kripa zu geben, Barmherzigkeit in die Seelen, die Devotees. Deswegen kommt er in verschiedene Formen. Vom Prahlad, das Nishingadev, vor die Brahmanas, das Varahadev, in Kolat wird den Brahma. Alle Devotees, was verschiedene Stimmungen haben, so erscheint der höchste Herr zu ihnen. Ram-Devotees erscheint Ram und so weiter. So. Wir müssen eben hören vom Gurudev. Wir können nicht einen Gurudev beiseite legen und dann in Raganuga Bhajan springen. So, Gurudev kann aber sagen, okay, geh dorthin, kann man hören von dem Sadhu. Wenn Gurudev sagt, ja, wenn er in der Linie ist, Shrauta pantha, dann Gurudev kann sagen, ja, das passt. Ansonsten soll es nicht gehen. So, wenn zum Beispiel den, was du jetzt als Shiksha Gurudev akzeptiert hast, aber der ist komplett gegen deinen Gurudev, deinen Diksha Guru, dann sollst du so bei so einer Person nicht Zuflucht suchen, weil er immer ein anderes Siddhant hat, eine andere Herangehensweise. This is the symptom. But Diese Seva, that's why giving some clear idea.
Gurvagaya tatsevan aviradena cha annesham opi vaishnavanam pujanam sevanam seva. Both I can say. That's why you Seva writing in Sandarbha, because you have the chance to misunderstand. Jiva Goswami schreibt in die Sandarbhas What is that point? über den Punkt, What is that point? Gurvagaya. Guru Agaya. Gurvagaya. Tat Sevan. Guru Agyaya. Guru Sevan Aviradena cha. Tat Sevan Aviradena cha. Annesham Opi Vaishnavanam Sevanam Seva. If I am the disciple of Keshav Goswami, So, wenn du der Schüler vom Keshav Goswami Maharaj bist, if I am going to hear from some other devotee, other, Guru Varga, Keshav Goswami Maharaj, going to give, okay, you can go here, perfect Siddhanta. So I must be careful, this, my going to him to serve Seva, should not make any disturbance in my Guru Seva. Follow my point, what I say? so wenn du zum anderen Shiksha-Guru gehst, dann soll der keine Störung machen in deinem Guru Seva. Maybe I am the disciple of Bhakti Purigesha, I am going to serve Siddha Goswami Maharaj. Du bist vielleicht der Schüler von Bhakti Goswami Maharaj, aber dienst Bhakti Rakshakshita Maharaj. Das kannst du machen. Guru Tattva ist eins. If I am going to serve Bhakti, Rakshakshita Goswami Maharaj, no problem. My Guru has permitted, okay, you can go. So, wenn es der Guru dir erlaubt, dann kannst du das machen. That my seva there should not put any direct problem. Aber wenn er jetzt dorthin geht, soll es kein Problem geben in seinem Dienst zu seinem Diksha-Guru. In the way of my Guru Seva, it should not be one impediment. That's why Jiva Goswami is saying, okay, you have the chance. So why Narottam Thakur, Seva Sarjo, Ramchandra Goviraj, Ram, Narottam, Shyamananda, Narottam, die haben alle Shiksha genommen vom Jiva Goswami. Diksha Guru hat Erlaubnis gegeben. So, er war der höchste Acharya, Tattva-Acharya zu der Zeit. So, alle sind dorthin gegangen. Die denken nicht. Eben, weil deren Gurudev hat Erlaubnis gegeben. Guru Seva, Shiksha Guru Seva, not one kind of problem in their life for Diksha Guru Seva. Because Diksha Guru permit is in line. If you can try to find what Seva Prabhupada has done for his Gurudev, then you are idiot number one. You are foolish, you are going to put this kind of argument. Wenn Sie zum Beispiel vielleicht sagen, was für ein Seva hat Srila Bhaktisiddhanta für Gaura Kishore Das Prabhuji Maharaj gemacht. Der Hauptseva, was er gemacht hat, war Vani Seva. Mano Bishta Seva. Hare Krishna. If I say, what Seva Swami Maharaj has done, washing the coat of Prabhupada, So, wenn du jetzt sagst, was für ein Seva hat Prabhupada zu seinem Gurudev gemacht, hat er gekocht für ihn oder hat ihn in die Kleider gewaschen? Nein, Vani Seva, Gaura Vani. So, wir sind interessiert, die Vani Swarup von unserem Gurudev zu verstehen. Want to discover, this is my Gurudev, tall figure, black or white, this is your Guru Darshan. Es ist nicht, dass du sagst, der Guru ist groß oder klein oder Inder oder nicht, sondern eben die Vani, das ist Guru Darshan. Guru Darshan ist nicht was Externes. Your disciple, go, Vimala was a whatsoever, he can slap you. Go in. Also wenn du Somebody coming to complain against Vimala Prasad.
Einer hat sich einmal aufgeregt, immer Bimala Basat von Gaurikishore, das mit mir. Wir sagen, oh, Bimala Basat. Und er hat sofort gesagt, stopp, stopp, hör auf zum Sprechen. Er macht Hari Bhajan perfekt. So jealousy you have? Go away from me. I don't like to see your face. He is doing pure bhajan. So, er will nicht dein Gesicht sehen, sagt er zu demjenigen. Er hat ein reines Siddhanta und reine Etikett. Du kommst zu mir, um dich über ihn aufzuregen. Aber bitte verschwind, ich will gar nicht dein Gesicht sehen. So, du kannst keinen Idioten aus SatGurus machen, die wissen genau, was für ein Seva die Schüler machen. This way Guru Seva is very important because I already told Guru Grahen Naiva Puman Purna Prasantai. Now that point coming, which way I can do Seva? Because everybody not going to do Vani Seva. Maybe my Guru Dhamma is going to give me Vani Seva. All Guru Varga. My Guru Bhava, no, all, most of the Guru Varga I meet in my lifetime. So die meisten Gurus, Guru Varga from, transcendental world giving inspiration. True? It is really so, you cannot believe me. Whenever you can put me and take me and put me in Devananda Gurima, you can show some fire come. I don't know. So Siddha Pit. Automatic. You don't know how you can know. Long ago, 15, 16 years, 20 years, when I used to speak Harikatha in Chaitanya Gaudimat in Vrindavan. so wo in Vrindavan gesprochen hat, Hashem, das war schon in der Chaitanya Gaudimat. Er hat Parikram gemacht zum Madhav Maharaj und ist in Vyasasana gesessen. Und dann ganz automatisch ist er wie Feuer geworden. That time all recording in not this but in cassette recording, all this. Who took? One point, long time, by the mercy of Mother Goswami. So I cannot forget. I know by Also dort hat er oft mehrmals Klassen gegeben. now point is that not that Aber er hat die one Kraft seva gespürt von seinem Gurudev, von seva can give to you. Bhakti Dait Madhav Goswami. Sometimes Guru Bhava giving this seva to you. Sometimes Guru Bhava giving that seva to you. Different kind of seva distribution. Also das Seva ist verschieden, ist aufgeteilt. Hayati Brahmachari. Prabhupada giving sometimes some different kind of seva to you. Srila Prabhupada. Different kind of seva. Hayati Brahmachari. Special money seva giving to Bhakti Pramapuri Goswami and Pranamananda. Gibt verschiedene Sevas, der Gurudev. This kind of special seva. Manchmal Vani Seva, manchmal was anderes. Sometimes want to test me. Manchmal will die vielleicht Gurudev sogar testen. So, um das zu verstehen, wenn Srila Prabhupada vielleicht in Assam predigen geht, hat er vorher Hayagriva Brahmachari gesendet. Aprakita Prabhu, Goswami Maharaj, Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj, Vakanas Maharaj. They got very swiftly. Very swiftly. He is giving Harinam. Die haben Harinam gekriegt und Diksha und Asanyas vielleicht innerhalb von 6 Monaten oder einem Jahr. Das ist auch ganz, ganz selten. Manchmal hat sogar 10, 12 Jahre gewartet für rote Kleidung, Srila Prabhupada. But now, in one day you can get Harinam, Diksha, red clothes, sannyas, everything, all in one day. In one day. Aber heutzutage kannst du das alles in einem Tag kriegen, ganz billig. Prabhupada used to wait 15 years. Prabhupada hat sogar 15 Jahre gewartet, 18 Jahre.
For 35, 40 years doing bhajan, not yet given sannyas, in some ex-mission. Prabhupada gone. I'm not, at the time of Prabhupada also same thing, watching. Also Srila Prabhupada hat das immer ganz genau beobachtet, die Charaktere, weil rote Kleidung ist nicht irgendwas Billiges. Das ist fast schon 50% Sannyas. Red clothes actually bhiksha. Bhiksha base, you know, bhiksha, you understand bhiksha? Bhiksha. Red clothes is bhiksha base. So rote Kleidung ist Bhiksha, also Bettler. When we write, Om Vishnupada Tirandi Bhikshuk, Bhakti Wenn du schreibst Om Vishnupad, Tirandi Bhikshu, Bhakti Pragyan Keshav Goswami. Vishnupada is Tirandi Bhikshuk, Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. This way we write enough. You must write Tirandi Bhikshuk. Someday Bharati Maharaj joking with me. I entered the room. Bharati Maharaj hat einmal mit ihm Humor. Even in Jalandhar, somehow I reached there. Maharaj, now we are getting Sambhava here, very nice. He was without any jealousy. Bharati Maharaj so great. So Bharati Maharaj, der hat ganz ein großes Herz gehabt. All he used to love me. Und er hat das Shamdas Bharati Maharaj total gern gehabt, obwohl er ganz jung noch war. Und jetzt hat er mit ihm angefangen zum Scherzen. Er hat einen Brief gekriegt, eine Einladung. Oh, schau, was die dort geschrieben haben. Die haben geschrieben, es ist jetzt, dort ist gestanden, wir gehen nichts betteln von niemandem auf den Flyer. Und dann haben sie gesagt, sie sind große Sadhus. Aber das ist Dummheit, weil die Sadhus, die gehen betteln. Das ist natürlich, die haben nichts, das ist ihr Leben. Ansonsten müssen sie ein Geschäft machen. So. We are all Tirandi Bhikshu. Bhiksha is our nature. Madhav Goswami also, Goswami Maharaj also, whom not? Madhav Goswami Maharaj, Prakita Prabhu, Goswami, they are going to beg. My Guru Maharaj also putting me interesting, how he can beg, let me see. Not for money actually. Begging is it. Kaho Krishna, Bolo Krishna, Kaho Krishna Siksha. So, Gurudev hat ihn auch oft getestet. Er hat ein Geschick ausgeschickt zum Betteln. Was bedeutet Betteln? Nicht, dass du einen Reis kriegst oder Rupees. Nein. So. Nityananda und Haridas genauso. Was sie bettelt haben, war, dass sie ihm gesagt haben, oh, bitte sprich den heiligen Namen, chant. Also, du kannst mich kaufen, indem du Harinam sprichst. Das ist das Betteln, was die gemacht haben. Die sind Tür zu Tür gegangen, um eben zu betteln, dass die Leute anfangen zu chanten und Gottesbewusstsein werden. Sometimes they can meet problems, some promotion. Always very careful. They can beat you. So careful. I know how to beg, very careful. Because usually begging, we are going to beg when usually Mataji is there. So our darshan should be very nice. If there any defect then you can get chappal on head. Yes. You don't know you're laughing. Chappal can come on your head. You don't know. So careful, so powerful man. Also du musst beim Betteln ist nicht. Du musst den Darshan komplett realisieren, weil du kannst nicht zu den Leuten, wo du gehst zu Grihasta und das sind vielleicht Frauen also du musst dein Darshan wirklich richtig haben. Ansonsten kannst du es nicht machen.
And finally they got one shop room, vacant shop room. Their Gurudev and disciples stay. What to eat? No money, nothing. All disciples going door to door to beg for rice, this, that. You know? Tough life. So begging is very nice, Bhajan. Don't think begging is very bad, no. So Betteln ist nichts Schlechtes, das ist eine Art von Bhajan. Er spricht nicht mehr. Durch das Betteln kannst du getestet werden, wie lange du wirklich die Sachen tolerieren kannst. Also wie viel Toleranz du hast, das kann dort getestet werden. Und wenn du von Tür zu Tür gehst, dann kann leichter sagen, oh, was machst du da? Du bist ein Bettler, hau ab, verschwind. In Bengali I speak very dirty way. In English I cannot speak. I never wanted to insult him. I know if I speak English they can stop. Really so. I never wanted to insult that master. I know if I speak English you can know I am gentleman. After you can think it's beg, I'm coming. Follow. So begging is great. Begging is great, you know, and a scope for you to develop your tolerance. So das Betteln ist eben da für die Trinata Bhishanichana Stimmung. Toleranz, so wie zum Beispiel Upamanyu. Upamanyu war so oft getestet, ist ja oft getestet worden. In morning time and evening time, both, afternoon time going. I also used to go when I was in Vrindavan, both. Morning time going to get some, quit, Shamdas Babaji Maharaj ist auch am Morgen losgegangen und hat Getreide gebettelt oder Milch am Abend. And some we make inside temple to offer to Charan Bhagavan. Follow? This way much. And there is no gas, nothing. We want to collect some wooden log, this piece from jungle and collect. Tough life. Follow? With one stick and gamcha in head and naked barefoot. One day Mataji, Baba, tera chappal kahan gayo? Where is your chappal? I am not speaking anything, only looking at mother. She could understand no chappal is there with Baba. You come to me, I can give one chappal to you. Okay, nice. Follow? Is Seva, I am going to get kipa from them, not chappal. Don't think chappal. I can collect thousands of chappal if I want from foreign country. But this kipa, I depend on kipa. Follow? This you will have to understand. So Upamanyu was tested heavily. Patar Sandhya and Bhiksha Machare. There, it is written. In Bhagavad, also Krishna speaking to Uddhav. Also Naruji speaking to the 7th canto. What is the duty of Sishya? What is the Sishya? What is the duty of Guru? Someday, time permitting, if I am going to live more, if I am going to live, I can discuss the time permit. You can understand. How nice. How brahmacharis should live their life. How nice. Follow. Then, Gurudev speaking, Upamanyu, go for begging. Upamanyu going for begging. In some crops, wheat and rice, everything. After that, Gurudev not speaking, Upamanyu come and take prasadam, not speaking. You cannot even imagine, you see, it is So Upamanyu, der ist rausgegangen zum Betteln. Und wenn er zurückgekommen ist, hat der Gurudev gesagt, wenn nichts, dass er Prasadam nimmt, dann kann der Schüler eigentlich auch noch nichts essen. Also erst wenn der Gurudev sagt, du kannst essen nachher, sollst du essen. I am fasting, the devotee is speaking, you are carrying prasadam for Guru Maharaj, you can take prasadam here, then take, no. For what we get, we give prasadam for your Guru Maharaj separately,
So ohne dass Gurudev ihm selber zuerst gegessen hat, kannst du nicht essen. So im Tempel, wo er zurückgekommen ist, war einmal, dass kein Prasadam mehr da war. Er hat es aber akzeptiert, aber es ist mehrmals passiert. Er ist auch von Vrindavan gekommen, war eine lange, anstrengende Reise, gefastet, Tag und Nacht. Und dann hat er gefragt, ob irgendein Prasadam da ist. Nothing else. Okay, keep and take bath and with salt, mix and take. He was saying, where is prasadam? Why prasadam is not there? Why is hot sweet water? Where gone? It's not brahmacharya. Also er muss zufrieden sein mit alles. Dann war immer Reis nochmal da und hat ein bisschen Salz drauf da und hat es gegessen. Mehrmals war das so. Und Brahmachari, der kann nicht sagen, oh, wo ist mein Prasadam, wo ist mein Prasadam. Aber Prabhupada hat es auch gehört. Wo ist mein Prasadam, wo ist mein Prasadam? Und Prabhupada ist dann runtergegangen, wo den Devotee so schreien gehört hat. In infinity world, such spiritual hero we cannot get. But looking so nice, so impression. Even Prabhupada looking one thief, Muslim thief. Schüler Prabhupada, der hat einmal zum muslimischen Dieb, den hat er angeschaut. Der hat was gestohlen im Garten und der Dieb hat auf ihn geschaut. Und Prabhupada war wie ein Magnet, der hat nicht mehr runterspringen können. Er war wie versteinert. Prabhupada hat auf ihn geschaut, damit er nicht mehr weglaufen hat können. Er hat nichts mehr tun können, war wie versteinert. So, das ist Prabhupada. So, und wenn er jetzt runterkommen ist, die Treppen der Prabhupada. Dann sagt er ist verantwortlich für das. Because they should stay in forest. Eigentlich sollten die im Wald sein, sagt er. Warum mache ich den Tempel? Für was sprichst du? Oh, Prasadam mit der Prasadam. Okay, ich kann das Prasadam zahlen. So viel Prasadam überall. Und Prabhupada geht dann zum Mülleimer und sagt, da ist Prasadam im Mullkübel, nimm. Was verstehst du unter Prasadam? Prasadam ist Barmherzigkeit, ist nicht ein Essen, ein gutes Essen. So Prasadam bedeutet nicht irgendwie, dass da Milchreis und Süßigkeiten und Kuchen und das alles dabei ist. So desto mehr du feinstofflicher wärst, So you think that bhiksha is very dirty thing, not there. If I depend upon from foreign currency, somebody can send $10,000 to me, then I cannot purify my brain. I'm bound to speak, especially this situation here. Still today I am depending upon bhiksha, Madhukuri. If I am not going to lead my life on Madhukuri alone, then I cannot purify my brain. I cannot speak Harikatha properly. It's not possible. Madhukuri. So wenn er jetzt auch nicht immer noch an Madhukuri leben würde, dann wäre auch Saharikata nicht so stark. Not that you give me $10,000, no, why? What I can do? I always speaking, if there is a lot of money, it's big problem, where I can keep, no bag, nothing.
Only one broken box is there, open, no lock. Is there. If somebody like to take it, can take out. Even I am not counting. I am in Bhagavata. If somebody giving it, like you can go to me. You can check up. I am speaking lie or not. I can throw this way. And then you can come. I have no time to come. This way. So we must depend upon Madhuri. If you don't believe right now, I finish Sarigata, it will go with me. But I am speaking. You can check out. I am speaking right now. So this way, Madhuri, we must depend upon Madhuri. So, wir müssen uns abhängig machen vom Madhukari. So Madhukari bedeutet, dass du sammeln gehst wie eine Biene. Von dort zu dort hin und kriegst was, ein bisschen was zum Essen. Und lebst so dein Leben. Nicht, dass du Tausende von Dollars auf der Seite hast und nachher dein Leben führst. Who knows who is going to cook? His clothes is pure. Who is going to obey me? I am mad. Also ganz große Feste, das ist auch nicht immer so gut, wenn man da hingeht, weil man weiß nicht wirklich, wer dort kocht, was die machen und so weiter. And also topmost doctor in whole Asia, Vinachandra, I told you. Somebody asking, doctor, how to lead nice life, healthy life? Und hat mal einen Doktor gefragt. Don't try to attend any bandara. Wie ein gesundes Leben führen kann, dann sagt er, geh nicht immer zu großen Festen, hat er zur Antwort gegeben. Also der ayurvedische Doktor, der ist auch von Indien eingeflogen worden, wo der Nixon, den hat kein Doktor helfen können. Und er hat eine ganz einfache Medizin für 30 Rupees gegeben und der hat ihm geholfen, dem Präsident Nixon. In seinem Leben hat er auch so einen Doktor getroffen, der Shamdas Babachamaraj. When in small age, go, pass away the child. Hey, why you are coming? Some people, let me see. What you took yesterday night, he can catch everything. He can catch everything. He can pass. Also die ayurvedischen Doktor, die können alles sehen durch den Puls. Was sie gegessen haben gestern oder vorgestern. I keep this chapati in here, open here. Then after 2-3 days, a fungal infection. Then I am taking with gur, molasses, raw molasses. Really? You know what is there? I don't know. You are doctor, you are thinking. Yes. One doctor here in Kerala, he is earning daily minimum 50,000 rupees. Hier gibt es einen Doktor, der verdient am Tag 15.000 Rupees. Er sagt, wenn du fragst, was er isst, dann sagt er, okay. Er selber haut ein bisschen Gemüse in den Topf, kocht es mit Salz und isst es. Hat keine Zeit, weil seine Frau nicht da ist. I was thinking, well, I take this scientist to home. Within this 1 hour, 1.5 hour, within this time he is sleeping in car. After the reaching, no sleeping. Whole day and eating, you cannot imagine what he is eating. And wife gone, leaving this husband. Oh good, you said. Minimum 2 lakhs rupees one day, per day. Minimum, maybe 5 lakhs. Minimum 5 lakhs rupees. If you see that. So this also happened. So, main point is that who is going to arrange Bandara which way? Everybody is not. So, wenn jetzt große Feste machen werden, muss man sich immer aufpassen. Jeder ist nicht Bhakti Brahma Goswami oder Madhav Maharaj. So wie das alles vor sich geht, man muss eben wissen. So Bandara should be there. I'm not speaking Bandara to be stopped.
Also es sollte immer alles ganz rein sein. Ein reines Fest. So, Upamanno hat er dann gefragt, derjenige ist sehr gut jetzt, aber was hast du gegessen am Abend? Ich habe nichts gegeben. Alles, was du bettelt hast, das muss zum Gurudev gehen. Dann sagt er, okay, aber am Abend hat er was gegessen. Dann sagt der Guru, von morgen gibst du alles ab. Und dann kannst du erst essen. Und Gurudev sagt dann zu ihm am nächsten Tag auch wieder, oh, du schaust aber gesund aus. Und der Schüler sagt dann wieder, er hat Milch. So, er trinkt ein bisschen Milch. So, dann sagt der Gurudev wieder, na, du hast kein Recht, nimm nichts mehr von morgen an. Und Gurudev sagt dann wieder, oh, du schaust aber immer noch gesund aus, was hast du jetzt genommen? So, die Kühe, die trinken und nachher kommt der Schaum aus dem Mund und den Schaum habe ich genommen. Und dann sage ich, na, das sollst du auch nicht machen. Nimm nicht, das sollst du nicht machen. Und nachher ist er am nächsten Tag wieder in den Wald gegangen und Gurudev hat ihm zu ihm gesagt, du darfst nichts essen. Aber nachher war dort ein Baum mit so Blättern und da ist eine Substanz rausgekommen, das hat er getrunken, war aber giftig. Und dann ist er blind geworden, der Upamanyu. Und er ist im Graben gelegen. Und dann hat der Gurudev suchen angefangen, weil er ist in eine Grube gefallen, dann hat er geschrien und Gurudev ist raus und hat ihn gefunden. Und Gurudev hat ihm dann sein Augenlicht wieder gegeben. Weil Gurudev war zufrieden jetzt mit ihm. Jetzt warst du erfolgreich in deinem Guru Seva. Nachher hat er ihm das Augenlicht wieder zugegeben. Es waren alles Tests. Bhagavan, Krishna und Balaram genauso. Sandipani Muni auch. Er sagt, ich bin zufrieden mit euch, ich segne euch. Und all das spirituelle Wissen könnt ihr immer an euch erinnern. So, das ist sogar da aufgezeigt, das Beispiel, obwohl Krishna der höchste Herr ist. Aber die Segnungen von Gurudev sind ihm so wichtig. So alles, was du dir erinnern willst, das kommt in dein Herz. So, das ist dort aufgezeigt, der Punkt von Guru Seva. Sarvadeva Amayoga. No, never try to ignore. Gurudev, be careful. So this way we have the scope to discuss about how we can get Bhava, Rupa. Now I was discussing about enduring Bhava, this, that. Today I cannot permit. I have to discuss main point here also. Although main point something, tomorrow I can discuss some special points which I cannot discuss today. Yesterday I was speaking this way that tomorrow I can, but today I cannot get time to discuss this point. So, Kai Mone Vakya Kare Udvegana Dive, this talk you can remember me, tomorrow you can discuss. Very nice corner you can get discussed. Darshan. When your darshan is totally open, you know what I mean to say. Now your darshan is like that horse. So Darshan, der muss sich eben öffnen, nicht so wie ein Pferd, dass du nur einen Weg kannst, mit zwei Klappen auf der Seite, sagen nicht links und rechts. Aber wenn du einen offenen Darshan kriegst, dann nennt sich das Vaishnava Darshan. Nobody can put any trouble to you. As it is, you can see. That is called Vaishnava Darshan, clear. How you can get, when you can get? By Guru Kripa. Go on serving Guru Vaishnava, mentally, physically.
can get, I promise you, you can get this life. If you are going to make mistake, aparad, then I'm not responsible for that. Now Bhagavan Sri Krishna, actually you can remember, yesterday I was discussing how those trees Gestern, jetzt kommen wir wieder zu dem Vashtaharan Lila. Why Bhagavan Sri Krishna Chaitanya also speaking the same way? Same thing Krishna speaking. Same thing. They are comparing with trees. Okay. Chaitanya Mahaprabhu speaking. So, Krishna zeigt ihm jetzt da auf, dass die Bäume so viel Toleranz haben. Chaitanya Mahaprabhu hat genau dasselbe gesagt. Mit dem Vers Trinade Vishnu. Bhagavan Sri Krishna speaking same way, same thing Bhagavan Sri Krishna speaking. Two friends, you see. Hey Stoka Krishna, hey Amsho, Hey Stoka Krishna, hey Sridham, Subalarjuna und so weiter, die ganzen Jungs, Kurden-Jungen. Also jetzt liest er wieder vom Srimad Bhagavatam. Going to give protection to us. Those trees, they are going to bear, so much torrential rain. So das sagt eben Krishna in dem Vers, die Bäume halten so viel Regen, Wind und Sonne aus. Dew drops coming, cold season, hot season. Why I spoke that day, that in Vrindavan 6 seasons moving around? Warum hat er gesagt gestern, dass in Vrindavan 6 Saisonen seien? Krishnadas Kaviraj Goswami, Karnipur, das schreiben in ihre Bücher. Dort sind 6 Saisonen. How Vrindavan is? Sarvakala Sukhavaham. Follow, read it directly. I can show you. Open Bhagavatam, sir. So Vrindavan hat all die 6 Saisonen. Sarvakala Sukhavaham. Ganz egal, du kannst alle Saisonen haben in Vrindavan, zu jeder Zeit. Und du kannst die immer angenehm füllen. Sarvakala Sukhavaham. Aber jetzt ist die Saison vom Sommer beschrieben, in dem Vers. Krishna speaking, Pasvaitana Mahabhagavana, Pararthai Kanta Jivitana. You see how they are wonderful like that. They never expecting anything in return. A tree going to So ein Baum, der erwartet sich nie mehr was zurück. Du kannst einen Baum pflücken, so viele Früchte, aber der Baum sagt nie, oh, hör auf jetzt oder gib mir was, sagt der Baum niemals. Nadanti Sasyani Megha Kadachit Paropokara Yasatam Vibhuti. What nice sloka. Yeah? Nice, na? Water, river, never going to drink. All the fruits of the trees, they're not. So, die Früchte, die Bäume geben Früchte, aber sie kosten sie selber nie. Die Flüsse. Die geben Wasser, aber kosten es nicht selber. Und alle die Wolken, die regnen auf das Feld, aber sie fragen nie, dass sie irgendwas vom Feld, irgendwelche Früchte oder Gemüse zurückkriegen. Not, knowledge I have, education and qualification, all you have to give for Gurudev.
all you have to give for Gurudeva. So it is written in Bhava so nicely. For Gurudeva you have to give everything. So alles, der ganze Intelligenz, der ganze Leben ist alles dazu da für Gurudev. So wie die Bäume. Du kannst geben und geben. Gib Gurudev, aber warte nie was. They are going to give us full protection. What not they want to give to us? Even their own body. So die Bäume geben uns immer Schutz. Sie geben sogar ihren eigenen Körper. Ein Mann kann auf dem Ast sitzen und der sägt jetzt einen Ast ab. So die Bäume geben sogar Teile von ihrem Körper und sagen aber immer noch nichts. Der Baum sagt nichts, oh, du sitzt auf mir, du schneidest mal einen Ast ab. Du isch meine Früchte, du nimmst Schatten. Vrikshajena katilena, Vrikshunakada, Vrikshajena nakada, Sukai Maihale, Paninamagai, Jay Magia, Dan, Dea Padam, Karva Like Vriksha, never asking anything for anybody. Vriksha, Katilo, when cutting the Vriksha, the tree itself, so die Bäume sagen nichts, wenn es ja noch so heiß ist im Sommer. Sie sagen niemals, oh, gib ein bisschen Wasser auf meine Wurzeln. Sukai Malayana Panimagai, Cheche Magiatera Abdan. Who is going to demand what thing from that tree? You want leaf? Okay. I have sick here, I want to take leaf? Okay. I have to cut your wood, some wooden piece, a jagya there, okay. I need to get fruits from you, your bell, wooden apple. So der Baum ist bereit, alles zu geben. Von seinem eigenen Körper, Blätter, Früchte, Schatten. Alles, aber er fragt nicht einmal nach ein bisschen Wasser in der stärksten Sommerhitze. Er sagt nur, nimm, sagt der Baum. Krishna vergleicht das Leben von einem Sadhu, einem großen Heiligen, mit einem Baum, mit einem großen Baum. Because a big sadhu, I already told, Parupakara, Satam Vibhuti. Satam Vibhuti means any kind of power there with one sadhu. Any kind of power there you can find in sadhu. All for your benefit. So der Sadhu ist voll mit spirituellem Wissen und spirituellem Schätze. Aber der Sadhu gibt es alles. Der Srila Prabhupada hat nicht einmal geschlafen, hat nicht einmal keine Zeit gehabt zum Essen, zum Schlafen, weil er eben nur geben wollte, wie die Bäume. So wenn du so eine Person kritisierst, nachher kann die Krishna niemals entschuldigen. If your target of your life is to get the lotus feet of Supreme Lord, if you want to get the eternal service, you will have to obey me. Or you can leave me forever. I don't care. So Krishna speaking this way. Chaitanya Mahaprabhu always speaking this way. Why Chaitanya Mahaprabhu comparing trees? Chaitanya Mahaprabhu sagt das Beispiel mit den Bäumen oder mit dem Gras. Trinata Bisonichana. So wenn du über Krishna chanten willst,
dann musst du die Qualität entwickeln, Trinada Bisunichana. Amanina Manalina Kirtana Sadhana. Then and only then you can get this kind of unique quality to sing about the glories of Wenn du es hast, dann kannst du die ganze Zeit über Krishna singen und hören. You don't care for any kind of pratishtha given by one. Pratishta und alles die Sachen machen da nichts aus. If you have that kind of heart, So ein feines Herz brauchst du, aber für das wird ja jump onto your lotus feet. der höchste Herr testen. You can jump. Oh, how to protect. But still you will think it's nothing. All Maya, Maya, Maya. Maya. They like to send, Krishna like to send Maya in front of me. So Krishna But cannot make fool of me because Gurudev is will da eine gewisse Maya senden. So wenn da zum Schüler, zum Shamdas, sind Tausende von Leuten gekommen und wollten seine Füße berühren. Aber er hat gesagt, das ist eine Art von Maya, er macht sich da nichts draus. Weil er nicht sucht irgendeine Verehrung oder irgendwas. But actually, it is written by Bhava, it's okay. Toro ropi Vaishnava. Even more forbearing than a tree. Why? So Vaishnava ist sogar mehr toleranter wie ein Baum. Anybody is more? No, yes, Vaishnava. More forbearing than trees. So Vaishnavas, die sind mehr tolerant, so wie Haridas Thakur. Der ist auf 21 Marktplätze zu Tode geschlagen worden, aber der hat sich nicht beschwert. Wir könnten auf einem Marktplatz, würden wir schon längst sterben. Aber Haridas, der chantet Hare Krishna und sagt zu ihnen, hey, wenn mein Körper geht, aber wenn in viele Teile schneide ich meinen Körper. Nachher werde ich immer noch nicht mein Hare Krishna Maha Mantra aufhören zu chanten. Okay, schneid meinen Körper in Stücke, aber die Zunge wird immer noch tanzen und Hare Krishna chanten. So die Muslims haben ganz fest geschlagen mit Peitschen. Und dann sagen sie schlussendlich, oh, so viel haben wir dir jetzt schon 8 Prügel gegeben. Aber du stirbst nicht. Und sagt Haridas Thakur, oh, gibt es ja schon Probleme, wenn ich nicht stirb. Und sagt, okay, nachher, das will er euch nicht antun, und hat er seinen Körper verlassen. Und dann haben sie ihn in die Ganga geworfen und er ist aber später wieder auftaucht. Und dann haben sie gewusst, was für eine höchste, große Person das ist. They think that your institution is very good, their institution very good. Follow. This is all opposite. They're going to save these merchants, yeah, save beer. They keep this and save this. They're going just opposite what you are doing. All opposite. You are going to keep your head open when doing worship. They are going to give one cap. Everybody why Sambhava putting is open, you can make full turban? No. All the time worshipping, this, they are reading, that they should be open. That's why it should be open. If not open, I cannot chant only. It should be open. Follow what is it? Some secrecy there, you don't understand. Very nice secrecy. So you see, then Haridas Thakur praying to Supreme Lord of Prabhu, please excuse them. They don't know what they are going to do. Please excuse them, Prabhu. So Haridas Thakur sagt für sie, oh, bitte vergib ihnen. So ein Baum, egal ob du den schneidest
Aber ein Baum kann jetzt nicht so sprechen wie ein Vaishnava. Auf Prabhupada haben sie ja Steine geworfen. Aber Prabhupada hat jetzt nicht mit ihnen angefangen, da zu streiten oder einen Gerichtsfall einzuleiten. Die wollten Siddhanta Maharaj mit der Axt töten. Aber was ist passiert? Bei der Barmherzigkeit von Gauranga hat er den Kopf auf die andere Seite gelegt. Jeden Tag, also normal hat er seinen Kopf auf der Seite, weil er ist geschlafen. Und und nachher ist aber trotzdem, hat er ihn getroffen mit der Axt, ist Blut rausgekommen, aber viel Blut, aber doch, er hat ihn nicht verurteilt oder angezeigt oder irgendwas. Is that man who wanted to kill, attempt to murder? Watch him carefully. Maharaj, very, 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 very carefully. Und dann waren sie am Gericht, dann hat er die Person wieder gesehen. Dann hat er gesagt, das ist derjenige, was sie töten wollte. What do you say? He is a man. Attempt to murder case. Maharaj knowing he wanted to kill. Maharaj said no. Maharaj hat dann gesagt, na, das ist nicht der. Also lass ihn frei. So, Keshav Maharaj, Siddhanta Maharaj. Das ist ein Gand, die haben so ein großes Herz, die Personen. Er hat da, und Siddhanta Maharaj hat von vielen den Sannyas-Danda weggenommen. Oh, gib mir den Danda. Und hat ihn gebrochen und hat gesagt, verschwind. Geh weg. Und die wollten dann gegen ihn gehen, die Sannyasis. So, das sind nicht Sannyasis. So, wer wirklich so spricht, der Sannyasi hat nämlich 3 oder 4 Kinder gehabt in die westlichen Ländern. Und er hat es gewusst, er hat es aufgedeckt. Heutzutage kann keiner so sprechen. Wir müssen Prabhupada bitten, dass er wieder kommt. Heute macht jeder einen Kompromiss, aber mit reiner Bhakti. Dort ist kein, dort soll man keinen Kompromiss machen. They are only living for why? To protect us all. Why trees are growing? Why crops are growing? To give us wheat and barley, give us, Für all das Getreide, das wächst, um eben uns das zu geben. Wir können es opfern zu Krishna und können dann die Speisen zu uns nehmen. Honig kriegen wir von den Blumen. Rubber, in Kerala you can go. Yes. Billions of, rubber trees. You can cut rubber trees, from the juice can come. You can collect and come back, rubber. If you like to get some sweet rasa in Talmicha plum tree, you can cut, channel,
Oh my, drop by drop. Rasa coming. Morning time you can take. I can give nice story about Madan Mohan and my Guru Maharaj. That day. Not today. No time today. Rasa, whole day, drop by drop. You are taking rasa, nice. So tree is always giving everything to us. What we are going to give? So die Bäume geben immer alles. Was geben wir ihnen wirklich? Wir geben nichts. They take this prasadam to Oh, du sagst nicht dem Baum, oh, nimm das Prasadam. Aber wir nehmen. But here I know about that day I was speaking Harikatha, Bengali Harikatha, there in Sevanasa. Someone goes see Maharaj. When going to leave body, Paramahansa stage, then sometime going out So, to Shravan Maharaj. Der ist bei der Prabhupada Abhivastiti hat der Harikatha gesprochen und das im Garten hat er sich hin und her bewegt. Er hat den Sevak gefragt, hast du Prasadam in die Bäume gegeben? Das ist die Stufe von Paramahamsas. So wie seien wir wirklich dankbar in die Bäume. Mangobäume, Pflaumenbäume, Potatoes, so viele Kokosnüsse, alles was wächst. Wir nehmen nur, aber wir geben nichts zurück. So ein Sadhu soll mehr tolerant sein als wir eben die Bäume jetzt. Die Bäume sind tolerant, aber sie können nicht beten für uns. So ein Baum kann nicht beten, aber Haridas Thakur, der hat eben betet. Das ist die Spezialität für Vaishnavas. Sie haben die gleiche oder noch mehr Toleranz wie Bäume, aber sogar noch mehr, weil sie für uns noch beten. This way, but in, his Gauriya Kantha heart, he write this way. Over looking at him and smiling. Right? It is okay. He stopped. Over saying okay, right written. Sometimes Supreme Lord also have approval of your changing, if you are great devotee. Follow? If you are great devotee, in that case, Chaitanya Mahaprabhu also getting approval. Okay, right? To whom? Sarvamataja. Sarvamataja is changing one line. I can discuss tomorrow, not today, no time. Mahaprabhu, okay, very nice. When Atindiyada Brahmachari wanted to change this copyright, Wenn der Brahmachari jetzt der Royal Position was verändern will. Und hat Prabhupada gesagt, ja, das passt, das stimmt. Jiva Swarup Shantan Goswami Maharaj, der hat Guru Nitya Das geschrieben, es hat Jiva Nitya Das, Krishna Nitya Das. Und das Schreiben ist auch zu Srila Prabhupada gekommen, aber er hat gut geheißen, er hat gesagt, das ist richtig. Der hat mit 14 Jahren eben schon das Siddhanta verstanden. But first point you have to give a server Guru Nitya Das. If this is like mathematics, if this straight line going through this point, if this straight line going to cut this point, then if you extend that point, follow, it's like mathematics. If this straight line going to cut this point, touch this point, then surely it's going to touch that point. So first of all you have to speak. Gurus, als erstes kann man sagen, als Guru Nitya Das. Und nachher kommt Krishna Nitya Das. So, das hat der Bursche schon verstanden, der Devotee. So die Lotusfüße vom Gurudev, das ist das, durch das man Spiritualität anfängt. So, Jive Sarupai, Guru Nitya Das, not wrong. Excellent vichar of Gaudiya Math.
excellent vichara of Gaudiya Math you cannot touch. Excellent vichara of nobody can touch. Gaudiya Math vichara is so fine, so accurate, So Gaudiya Math Siddhanta ist so fein, so einzigartig. Materielles Herz kann die feinen Dinge nicht verstehen. Nur wenn du weinst und weinst und weinst, vielleicht heute oder morgen hast du dann erfolgreich mit so einer Devotee Gemeinschaft. Dann Mahaprabhu sagt, geh immer zu den Lotusfüßen, zu die Chaitanya Bhaktas, zu den Geweihten von Mahaprabhu. It was the system, usual system. If anybody coming with some writings or anything, in the system, Swarup Gosai must check it out. Das Swarup Goswami, der hat immer die Schreiben geprüft und nachher sind sie erst zu Mahaprabhu gegangen. You can hear, already you cannot approach Mahaprabhu. Oh, Kelly, why you are going to they don't have? Oh, everybody like to hear. Okay, today noon time I can give you time. Noon time, reading. After reading, when they speak one slope, first slope, then Swarup Gosai started shouting, you fool, going to mistake. So ein Devotee hat eben so ein Siddhanta Virot, so einen Fehler im Siddhanta gehabt. Und dann ist Swarup Goswami ganz ärgerlich geworden. Jagannath und Mahaprabhu ist eins. So, du willst das trennen. Stopp. Und dann ist er angstvoll geworden, der andere Devotee. Then somehow Swarup Gosai going to show mercy on him. Okay, you have to get the association of. Und Swarup hat dann gesagt, hab immer Gemeinschaft mit Gauranga Bhaktas. Dann kann der Fehler nicht passieren. So hat er Barmherzigkeit gesagt, dem Devotee. So dieser Ozean von Siddhanta und Lernen. So, du musst mit den Devotees zusammen sein und kannst du mehr und mehr. Gauranga Bhakta Gane Nitya Seva Siddhanta Taranga. In dem Vers, da steht es. Du musst eben immer mit den Bhaktas zusammen sein. Vallabhacharya. Sogar Vallabhacharya hat einen Kick gekriegt. Weil der wollte im Shrita Swami Maharaj nicht, er hat das Kommentar vom Shrita Maharaj nicht akzeptiert und wollte sein eigenes Kommentar machen und hat gesagt, dann Mahaprabhu, die, was nicht ihren Ehemann akzeptieren, das sind eigentlich Prostituierte. I don't like to hear any commentary from you. Go! After some day, when getting full keep up all, everybody there. Advaita Charjo, Sarvamata Charjo, Gadadhar Pandit finally took mantra from Gadadhar Pandit. They are not going to confess their sampradaya. After that, when with humble attitude approaching Prabhu, sogar der hat dann, Vallabhacharya hat dann ein Mantra genommen von Gadadhar Pandit und hat dann Madhurya Rasa Bhajan angefangen. Prabhu showing so much mercy, giving birth. Now Prabhu become very angry. Oh, maybe I am not going to lose my humble attitude. I am going to represent myself. I am a big monkey. Oh, that's why. Und dann hat er ihm selber eingesehen, wie mit falschem Ego zu Mahaprabhu gegangen ist. Dann ist er ganz Prabhu, I write the explanation of Krishna Nam. So many nice explanations you can hear. Prabhu said, I am actually uneducated. I have no right to hear anything except one. Also nur demütig kannst du zu Mahaprabhu gehen. Er hat den Namen glorifiziert, Vallabhacharya. Oh, er hat gesagt, das und das hat er geschrieben über den heiligen Namen, aber Chaitanya Mahaprabhu gesagt.
Er hat gesagt, oh, ich bin nicht so gebildet, so, ich kenne nur einen anderen. Einen Krishna, das andere interessiert mich nicht. Ich bin nicht so gebildet, okay, ich will nicht wirklich hören. Und dann ist er ganz demütig geworden. How dare you speak like this? I know you are Pandit, but where you are big Pandit, there should be also humbleness. Because Pandita and humbleness together stay. So einem großen Pandit, da muss auch viel Demütigkeit sein. Sonst ist man nicht wirklich ein Pandit. So if you at all want to write any commentary on Bhagavatam, you will have to follow Siddha Saipa and get internal meaning, Siddha Saipa. If you want to violate Siddha Saipa, whole world going to reject it. Because Siddha Saipa knowing all the mystery of Bhagavatam by the mercy of Vishnu. So, du kannst nicht gegen das Kommentar vom Shrita Swami Maharaj gehen. Weil der hat alle Segnungen von Nrsimha Maharaj. Hill, big hill there. Nrsimha, they appear in Bhajan Kuchil and put hand on head. Und der ist That's why it is written, gesegnet worden. Siddharam Bhakti Nrsimha Prasadam. Why is Siddha Saipa knowing everything? Because Deswegen war es Shrita Maharaj so viel, alles über das Bhagavatam. Siddha Saipa knowing all the mystery in Bhagavatam. You cannot speak that way. Okay, you Und du cannot. kannst eben nicht gegen seine Kommentare sprechen oder die aufwenden. 18 verschiedene authentische Kommentare gibt es zum Bhagavatam. Madhavacharya, Ramanujacharya, Jiva, Sanatan, viele. Vishwanath Chakravarti, so viele Kommentare. Even Siddha Saipa, when writing commentary, is very mysterious. Sometimes you cannot understand it. But one specialty is there. The Sanskrit of Siddha Saipa is so easy, so easy. Sanskrit vom Shrita Swami ist ganz einfach. Er repräsentiert es so ganz einfach. Die innere Bedeutung ist tief, aber One devotee who respects Siddha Saipa in their line, they are writing more elaborate commentary on Siddha Saipa commentary. also einer in der Linie hat nochmal ein Kommentar zum Shrita Maharaj Goswamis Kommentar geschrieben. One Bhagavata, one slok, Siddha Saipa commentary. After that, on the basis of Siddha Saipa commentary, is writing big commentary. That book is you cannot carry. Big book. Guru Granth Sahib, like Sikh Punjabi people, they have big books. Guru Granth Sahib. You cannot carry 5 minutes. Oh, so heavy. So you see, this way we can, tomorrow also we can discuss this point. Some point I cannot get time to discuss. That who is sadhu, who is not sadhu, it is not written in cloth. No poster is there. You can Also wer Sadhu ist und wer nicht, das ist nicht, hängt nicht ab, was für Kleidung sie tragen oder was für einen Stempel sie haben, sondern die Tiefe von ihrem Bhajan. Als allererstes musst du wirklich ernsthaft werden. Davor brauchst du gar nicht andere sagen, ob sie das richtig machen oder falsch. Ob sie ja ernsthaft sind oder nicht. Zuerst musst es du selber werden.
Nachher kannst du über andere sprechen. They are like great sadhu. They are like great sadhu. Because in front of great sadhu, if you go and ask Maharaj, I'm so poor, they can arrange everything. Like Dadishi Muni, Indra and all because they're in trouble. Die Story von Dadishi Muni, die Indra und viele Demigötter sind in Schwierigkeiten. Sie fragen Dadichi, oh, wir brauchen deinen ganzen Körper. Sie fragen nicht nur gewisse Spende, sondern den Körper wollen sie. Weil sie aus dem Körper, aus den Knochen Waffen bauen können, wo sie eben gegen die anderen kämpfen können und dann sind sie erfolgreich. Und der sagt, okay, er kann das machen, der Dadichi. Wenn ich euch so helfen kann, dann gebe ich euch den Körper. Es war ganz ein kraftvoller Rishi, Muni. Und er hat gesagt, okay, ihr könnt meinen Körper haben. Und von seinem Körper hat dann Indra alle Knochen gesammelt und hat da eine Waffe gebaut. When his plane is a rock chariot, that plane turned. I never fall down from, because he was going to cross this spot of Rishi, so powerful, that, you know, so über dem Ort, wo der Dadichi ihm seinen Körper gegeben hat. Das ist das ganz kraftvolle Ort. Sogar wenn die Devatas mit ihren Vimanas drüber fliegen, nachher ist da auch so eine große Anziehungskraft und das Flugzeug fliegt runter, das Fluggerät fliegt runter. Im Ozean gibt es auch so einen Ort, das Bermuda-Dreieck, wo eben viele Schiffe, wenn die dorthin fahren, die werden in den und Flugzeuge, die fliegen auch runter. Keine Wissenschaftler kann sagen, was da passiert. So, das zieht dich von einer langen Distanz an und du fliegst dann da rein und Tausende von Leuten sterben. So, wenn Flugzeuge sind, schon mehrere Flugzeuge in das Feld reingeflogen und sind runtergezogen worden. Die Wissenschaftler können sich das nicht erklären. Aber wir wissen, was das ist. Der Ort ist, es ist nämlich beschrieben im Srimad Bhagavatam. Das ist ein ganz wertvoller Stein, der was dort unten ist, in dem Meer. Hanu Maharaj hat ihn dort hingeworfen. Keiner weiß das. Aber wir haben die Information von Ramayana. So better I can fly and throw into sea. Follow? That is it. But nobody can find that jewel. They have no power to go this spot. Those who are going underwater, in different places can go. That place they cannot go. They can die. Shut! Also, die Wissenschaftler wissen über das nicht Bescheid. Es sind so viele, du kannst den Stein nicht finden, weil da keiner die Kraft hat. Alle, die was da reingehen, die sterben. They are going to help all jiva to live. They are not going to get any benefit from it. We have seen in a tree so many small trees growing, you know? You have seen? In a tree itself, so many small trees, creepers growing. In tree itself, they are taking juice from the tree. You don't know. I can take you to Kalma and show you 5 different kind of trees. In a tree itself. They are also living, that tree also living. Follow? As that tree is a very important tree.
very important. Their wood and cheese and juice, very important to cure so many diseases. So actually, Krishna going to speak this way, Aho Esham Param Janmo Sarvapani Upijivinam Sujano Seyo Yesamboi Vimukhayantino. Anybody going to seek any help, suppose shelter, saddle, fruits, flower, wood, nobody going to go away without taking it. So die Bäume verteilen immer alles, da kann jeder kommen und alles nehmen. Das sind große Sadhus. Namaste Ashase Shutakshinatam Patanunata Pamsam Very interesting. Tomorrow we can also discuss.